Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Ask the Expert. Und wir haben diesmal ein Thema aufgegriffen, das schon lange auf eurer Wunschliste steht. Und zwar barrierefreie PDF-Formulare und Screenreader. Auf was muss man dort achten? Und wer könnte das besser beantworten als Alexander Pavkovic, Digital Accessibility Expert hier vom BIT-Zentrum in München, gehört zum Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Hallo Alexander, schön, dass du wieder dabei bist. Du bist ja regelmäßig bei uns der Experte, den wir fragen dürfen. Und super, dass du uns wieder in die Welt der Screenreader-Nutzer mit hineinnimmst. Ja, hallo lieber Markus und alle zusammen. Freut mich, dass wieder so viele dabei sind. Genau, es trudeln noch ganz viele ein, deswegen wir geben mal noch eine Minute, sodass alle Leute hier zusammenkommen können und wir können mal kurz schon mal grob skizzieren, was wir vorhaben. Ich gebe noch so ein paar organisatorische Hinweise. Also natürlich, es heißt ja Ask the Expert, das heißt, ihr dürft fragen. Ich frage den Experten am Anfang mal in dem ersten Block, um so in das Thema reinzufinden. Und da haben auch Alexander und ich haben ein paar Formulare vorbereitet, die wir uns anhören werden. Und wir hangeln uns mal, sagen wir mal, von dem Worst Case zum Best Case. So ist mal die Richtung grob vorgegeben. Ihr dürft aber immer zwischendrin schon Fragen stellen. Und jetzt muss ich kurz fragen, Moment, Miriam, haben wir jetzt gesagt über die F und A Sache, dort die Fragen stellen. Das müsste oben bei euch in der Menüleiste sein. Es gibt natürlich den Chat. Da hat der Jochen so ein Auge drauf, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so. Aber für die Fragen bitte in der F und A, also dort das Icon mit diesem Fragezeichen, dort eure Fragen stellen. Miriam wird sie mir dann immer reinreichen, wenn sie passen. Oder dann in der zweiten Hälfte unserer Session, dann werden wir ganz gezielt auf eure Fragen eingehen. Aber wir können auch jederzeit unterbrechen. Also es wird total spannend, das weiß ich jetzt schon mit den Formularen. Ja, und Alexander und ich, wir hatten auch unseren Spaß in der Vorbereitung dieser Session schon. Und wir hoffen, dass es ein bisschen ansteckend ist und auf euch übergeht. Wer Untertitel braucht, kann sich diese einschalten. Also auch wieder oben in der Teams-Icon-Leiste, in der Symbolleiste gibt es die Schaltfläche Weitere. Das sind 3 Punkte. Und dort dann, wenn man dorthin geht und auf Sprache und Sprechen, dann ist die Möglichkeit, Live-Untertitel zu aktivieren. Dann sieht man die. Genau. Und ansonsten sind wir beim professionellen Du, wenn wir hier miteinander sprechen oder Fragen stellen. Das nur so als Hinweis. Also, genau. Ich glaube, soweit. Und dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit und legen los. Und wir haben jetzt das erste. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir richtig auf die Beispiele gehen, Alexander, erzähl uns mal noch so ein paar Dinge vorweg zu PDF-Formularen. Die kommen ja doch alle naselang vor, Mitgliedsanträge, irgendwelche anderen Anträge. Was sind deine Erfahrungen damit und wie gehst du normalerweise mit diesen um? Ja, damit sieht es bei mir in der Regel so aus, dass bisher die meisten PDF-Formulare, die es irgendwo zum Herunterladen und dann ausfüllen und abschicken gibt, noch entweder gar nicht für mich bearbeitbar sind oder nur mit Einschränkungen. Es gibt ja immer noch diese Formulare, Anmeldung zu einer Tagung, Anmeldung einer Mitgliedschaft oder so, die gar nicht vorgesehen sind fürs digitale Bearbeiten, sondern wo man immer noch davon ausgeht, die Person, die sich da anmelden will, lädt sich das Formular runter, druckt es aus, füllt es handschriftlich aus und unterschreibt es natürlich auch und schickt es dann per Post zurück oder mailt vielleicht dann den Scan von diesem handschriftlich ausgefüllten Formular. Das gibt es immer noch ganz oft. Und da, wo es nicht so ist, sondern wo man es sogar schon digital ausfüllen kann, was für ein Fortschritt, da sieht es dann meistens so aus, dass die Formularobjekte, also Eingabefelder zum Eingeben von Text, irgendwelche Optionsschalter, also Ja, Nein, so Geschichten oder diese Kontrollkästchen, wo man Sachen ankreuzen kann, dass die nicht sauber gemacht sind, nicht sauber beschriftet oder dass ich, wenn ich einfach so die Tab-Taste drücke, von einem zum nächsten zu kommen,
in einer völlig abstrusen Reihenfolge da durchgehe und das alles da nicht passt. Und ja, das ist also die Erfahrung, dass eigentlich von den vielen, vielen Formularen, die es gibt, ein ganz kleiner Bruchteil, 5% oder so vielleicht, so sind, dass ich sagen würde, ja, das ist aber mal wirklich barrierefrei. Naja, grob zugänglich und ganz viel eben nicht. Mhm. Okay, ja, das klingt ja schon mal eigentlich sehr traurig. Das ist ja wirklich eine geringe Prozentzahl an PDF-Formularen da draußen, die wirklich schon nutzbar sind für Screenreader-Nutzer. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen was dran ändern können, dass wir da sensibilisieren können. Und du hast gesagt, die häufigsten Barrieren, also drei der häufigsten Barrieren. Das erste ist, es sind überhaupt keine ausfüllbaren Felder da. Also hier bitte zum Mitschreiben, bitte macht eure PDF-Formulare immer digital ausfüllbar. Auch wenn sie vorgesehen sind zum Ausdrucken und Unterschreiben. Das hilft allen, die auf das Ausfüllen am Computer angewiesen sind, auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Es macht es viel einfacher. Alexander, du hast gesagt, das ist bei so einem 4-Seiten-Formular. Dann kannst du alles selbstständig ausfüllen, wenn es ausfüllbar und barrierefrei ist. Und die Unterschrift, da findest du dann jemanden in deiner Nähe, der kurz sagt, okay, hier nochmal handschriftlich unterzeichnen. Dann ist es eine viel geringere Barriere und du hast, also kommst viel schneller voran, wie wenn das alles handschriftlich ausgefüllt werden muss. Also das ist die erste große Barriere. Die zweite, die Alexander genannt hat, waren jetzt wirklich die fehlenden Beschriftungen. Werden wir uns nachher noch im Detail angucken. Zu den einzelnen Formularfeldern. Und das dritte war also eine Kraut- und Rübenreihenfolge, die es auch schier unmöglich macht zu verstehen. Moment, was soll ich jetzt da reinschreiben? Das geht ja manchmal den Sehenden schon, muss ich zugeben. Also bei vielen Formularen frage ich mich schon, was ich jetzt da reinfüllen soll. Und wie viel schwerer ist es dann, wenn man dann auch noch irgendwie das völlig durcheinander bekommt, die Felder in der falschen Reihenfolge. Wir schauen uns das jetzt mal an und fangen an mit nicht getagten, also quasi Formularen ohne Tags. Ihr wisst ja alle. Jetzt weiß ich nicht, wir haben noch im Hintergrund, hören wir eine Stimme. Ich weiß nicht, wer das jetzt ist oder so, aber das wäre super, wenn wir das stumm schalten könnten, sodass dann wirklich das nicht zu uns dringt. Okay. Das heißt, wir gucken uns diese Formulare an in diesem Ordner 01, Alexander, und da haben wir was rausgesucht. Das soll jetzt nicht irgendwie ein Statement sein, deswegen, wir haben das dann auch schön ausbalanciert. Wir haben 2 Beispiele für Mitgliedsformulare. Das eine vom FC Bayern, falls da jemand Mitglied werden möchte. Und das andere aber auch der Balance wegen auch von 1860 München. Und jetzt schauen wir mal, wo es denn einfacher ist für einen Screenreader-Nutzer, Mitglied zu werden, Alexander. Ja, genau. Man muss nämlich wirklich sagen, wo es einfacher ist, denn so richtig einfach, so richtig komfortabel ist es weder noch. Ich gebe jetzt hier mal den Bildschirm frei und zwar so, dass ich auch den Sound mit freigebe, das Computeraudio, ist ja auch wichtig. Genau. Ah, Bist jetzt mit JAWS, machst du diese Vorführung richtig oder bist Ich du beim bin mit dem NVDA? Ich bin jetzt mit dem Screenreader JAWS unterwegs in der aktuellen Version mit unter Windows 11 das Ganze. Das ist immer wichtig für die anderen Experten in der Runde. Wenn die das denn nachspielen wollen, was wir hier machen, Genau. dann darf das jeder natürlich. Und dann ist es gut zu wissen, mit was wir machen. So, ich hoffe, dass jetzt bereits der Screenreader zu hören ist. Er hat gerade gesagt 01 ohne Tags, weil das der Name des Ordners ist, in dem ich momentan bin. Und ich stehe auf der PDF-Datei, also die hat Fokus. TSV 1860 Mitgliedsantrag interaktiv Juni 2022 PDF. Ja, immerhin interaktiv. Da würde ich jetzt von dem Namen her davon ausgehen, das ist ein digital ausfüllbares TSV 1860 München. Ich öffne diese PDF-Datei. TSV 8. Früher hat Dokument. der Acrobat Reader im Zusammenhang mit Screenreadern immer gesagt, das ist ein ungetagtes Dokument und wie willst du damit umgehen? Das hat sich jetzt etwas geändert. Wenn man jetzt Einstellungen vornimmt, dann kommt dieser Dialog nicht jedes Mal. Also das PDF ist geöffnet. TSV 8. Ich bin ganz am Beginn und es gibt jetzt verschiedene
Vorgangsweisen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich muss vielleicht viel Text lesen in dem Formular, irgendwelche Erläuterungen und so. Oder ich sage, naja, das wird jetzt einfach sein, das geht um einen Mitgliedsantrag. Ich gehe gleich in die Vollen, ich drücke einmal Tab und müsste dann ja im ersten Eingabefeld landen und das Eingabefeld lautet, erstmal TS, passiert da nichts. keine Ein. Ich muss doch wieder eine Einstellung vornehmen. Hat sich da was nicht gemerkt? Gesamtes Dokument. Gesamtes Dokument lesen. Leserichtung aus Dokument ableiten. Zurzeit verstellt sich da dauernd mal eine Einstellung zwischen Acrobat Reader und Screenreader. Die entsprechenden Entwickler sind benachrichtigt. Jetzt sollte es klappen. Ich drücke Tab. Kontrollfeld nicht aktiviert. Und lande bei einem Kontrollfeld, also einer Checkbox, die nicht aktiv ist, wo mir aber auch nicht gesagt wird, worum es sich hier handelt. Kontrollfeld also nicht ist aktiviert. ein bisschen dürftig. Kontrollfeld nicht. Ist natürlich ein bisschen dürftig. Eingabefeld. Eingabefeld. Und auch das Eingabefeld, was auch immer es ist, vielleicht muss ich hier einen Namen eingeben, vielleicht auch das Geburtsdatum, keine Ahnung. Ich kriege keinerlei Informationen. Auch wenn ich jetzt sage, der Screenreader bietet sowas, nennt sich Liste aller Formularfelder. Die rufe ich jetzt mal auf. Formularfeld auswählen. Und ihr seht schon, es sind irgendwie 78 Stück oder so. Nicht bezeichnet 4 Eingabe. Alles nicht bezeichnet. Nicht. Alles Eingabefeld, Kontrollfeld und so weiter, aber keinerlei Info. Kontrollfeld nicht. Was da eigentlich stehen soll. Eingabefeld. Was damit Also das ist jetzt, das ist also wirklich der Worst Case. Ja. Absoluter Worst Case. Ist schade, wir wären gerne Mitglied geworden, liebe 1860er, aber so werden wir nicht Freunde. Man sagt immer, 1860, wer da dabei ist, Fan ist, Mitglied ist, muss leidensfähig sein. Hier ist es ja sogar so, wer Mitglied werden will, muss leidensfähig sein. Ja, also da geht gar nichts. Okay. Probieren wir es mal beim großen Mitbewerber, dem FC Bayern München. Öffnen wir mal dieses PDF. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder Einstellungen verändern. Eigentlich sollte es sich jetzt gemerkt haben. FC Bayern, keine Eingabefelder. Ja, ich muss jedes Mal die Einstellung ändern. Aber vielleicht das Dokument nicht. Gesamtes Dokument. Lese. Apply-These. Aktiviert. Apply these preferences. Genau. Fertig. So ein halb übersetzter Vielleicht, Dialog. Alexander, Jetzt. ganz kurz noch zu diesen Einstellungen, die du dort vornimmst. Fortschritt. Wir wissen ja, wir haben das natürlich vorher angeguckt und wir wissen, beide Dokumente sind nicht getaggt. Ja. Die haben, 01 also die erfüllen Webinar. quasi nicht die Grundvoraussetzung für ein barrierefreies PDF. Und das, was du jetzt da an Ihr Einstellungen Mikrofon. machst, ist quasi das Acrobat versucht irgendwie zu erraten, wie die Leserichtung sein könnte und versucht noch möglichst viel aus dem Dokument rauszuziehen. Richtig? Ihr Mikrofon Genau, ist nicht stumm das sind geschaltet. die Einstellungen für nicht getagte PDFs. An der Stelle gibt es da Möglichkeiten, Leserichtung und noch ein paar andere Dinge, aber vor allem ist es die Leserichtung aus Dokument ableiten. Man kann alternativ auch sagen, nö, einfach stur von links nach rechts und oben nach unten oder aus Druckdatenstrom für die Technikinteressierten. Also auch das gibt's. Aber Standard ist eigentlich und auch empfohlen meistens, wenn es irgendwie geht ja dann immer nur so halb. Aber wenn überhaupt, dann am besten mit diesem aus Dokument ableiten. Und ich konnte jetzt die Einstellung für alle künftigen Dokumente erstmal sichern. Neue Benachrichtigung. Das funktioniert wohl bis zum nächsten Update des Acrobat Readers. So momentan Okay. ist alles ziemlich im Fluss. Menü verlassen. FC Bayern. FC Bayern Mitgliedschaft. FC. Da ist es jetzt so, wenn ich jetzt hier am Beginn des Dokuments stehe und drücke Tab, Spalte 1, Reihe 1. Herr Kontrollfeld nicht aktiv. dann merke ich, dass ich in einer Tabelle bin. Zumindest hat der Acrobat Reader das als solche erkannt. Er sagt Reihe 1, Spalte 1 und er hat gesagt, Herr Kontrollfeld nicht aktiviert. Frau Kontrollfeld nicht aktiviert. Keine Angabe Kontrollfeld nicht aktiviert. Aha, also. Keine Angabe Kontrollfeld nicht aktiviert. Aber ob ich jetzt da immer noch bei... Frau, keine Angabe Kontrollfeld nicht aktiviert. Da bin ich jetzt wieder woanders. Jetzt bin ich irgendwo gelandet. Was passiert, wenn du Herr, Frau, keine Angabe? Ich glaube, du könntest wahrscheinlich alles sogar gleichzeitig irgendwie. Herr Kontrollfeld. Ja, das können wir mal aktiviert. probieren. Frau aktiviert. Bin ich jetzt sowohl als auch? Ja, ich bin sowohl als auch. Frau. Okay. Ja, ich glaube, das ist heute erforderlich. Wahrscheinlich ist es schon so fortschrittlich. Das ist vielleicht erforderlich. Das hätte man jetzt auch lösen können per Options- oder Auswahlschalter, dass man also 1 von 3 zum Beispiel, Herr, Frau, keine Angabe oder divers oder wie auch immer Sie es dann nennen wollen. Aber hier kann man es also als Checkbox, Mehrfachauswahl ist hier möglich. Was wir jetzt hier noch nicht festgestellt haben mit der Tab-Taste. KD, NR. Ja, jetzt kommen sie. Eingabefelder. KD, NR, falls bekannt 1 Eingabefeld. Spalte 5, Reihe 2, KD, NR, falls bekannt 2 Eingabe. Hier gibt es irgendwie 2
KDNR, also Kundennummer, falls bekannt, in eckigen Klammern 1 und 2 steht jeweils dahinter. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich die Umgebung mal lesend erkunden, was das bedeuten soll. So erschließt sich noch nicht. Kannst du auch Straße auf dieses Textlabel, weil das Label für dieses, wo du gerade zuletzt warst, wenn du noch mal eins zurückgehst, KDNR, falls bekannt, 2 Eingabefeld. Ja. das ist nämlich die falsche Bezeichnung, weil ein Label, das sichtbare Label wäre Nachname. Oh, das ist ja interessant. Aha, dann haben die das Virtueller schlecht belabelt. So, das wäre jetzt hier wieder die Liste der Formularobjekte, alle, die es hier gibt. Titel, falls vorhanden, ein Herr Kontrollfeld, Frau keine Angabe, Kontrollfeld nicht, Vorname, KDNR, falls bekannt, 2 Eingabefeld. Ah, dann ist das KDNR, falls bekannt, 2. Hier sieht man es auch in der Reihenfolge. Das ist natürlich irgendwie, logischerweise müsste das hier der Nachname sein. Ja, genau. Also, ich glaube, was man auch hier sieht, wir werden jetzt auch nicht Webinar, Mitglied vom FC Bayern. Ihr Und neue Benachrichtigung. es ist natürlich immer schlecht, also wenn die Grundvoraussetzung fehlt, dass die Tags vorhanden sind, hat man keine gescheite Reihenfolge. Der Formularfelder, man sieht auch die Beschriftungen, also die Labels sind nicht richtig gesetzt. Also sehr mühsam, mit einem Screenreader dieses Formular auszufüllen. Jetzt schauen wir uns mal noch ein weiteres Beispiel an und da gehen wir zu den getagten. Teilnehmer mit Menü verlassen, weitere Informationen. Webinar, Abstimmung Alexander Microsoft 01 ohne Text. Abstimmung Alexander. Webinar, Manu Heiden. Ihr Mikrofon ist nicht stumm geschaltet. An welche Stelle gehen wir da jetzt am besten? Menü verlassen. Abstimmung Also Alex wenn 01. in den Ordner 02, wenn du 02. da eine genau. 04 Und da haben wir 02 Text. Genau, da haben wir jetzt Jugendschöfe Bewerbungsformular. auch Antrag das andere, Schwerbehindertenrecht. ja, genau. das ist ein schönes Beispiel. Antrag Schwerbehindertenrecht. Da würde man ja jetzt vermuten, also Schwerbehindertenrecht. Ja, das muss man doch barrierefrei ausfüllen können, ja. Das ist ja, also noch mehr an Betroffenen wenden kann man sich ja kaum als mit sowas. Und naja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Antrag. Ja, komm. Webinar, Abstimmung FC Bayern Mitglieds. Also das ist auch offen. Nein, Schalter. 02 Text, aber keine Formtext. Element ans. So, weiter. Antrag Schwerbehindertenrecht neu PDF Adobe Acrobat Reader 64-Bit. Es hat schon mal keinen richtigen Dokumenttitel, oder? Antrag Schwerbehindertenrecht neu PDF Adobe Acrobat Reader 64-Bit. So. Antrag Kreisfreie Stadt Eingabefeld. Das wäre Spalte jetzt das erste Formularfeld, wenn ich von ganz oben mit der Tab-Taste einfach mal reingehe ins interaktive Bearbeiten. Und er sagt mir Kreisfreie Stadt, Eingabefeld. Und es scheint auch hier wieder irgendwie eine Tabelle zu sein. Kreisfreie Stadt Eingabefeld. Oder hat das, war das eine Ansage von? Kreisfreie Stadt Eingabefeld. Spalte 2, Reihe 1. Ja, stimmt schon. Ist auch eine tabellarische Darstellung. Kreisfreie Stadt. Geschäftsaktenzeichen Eingabefeld. Und so weiter. Ja, Kontrollfeld nicht aktiviert. Tja, und jetzt haben wir hier ein Ja. Aber ein Ja wozu? Oder ein Nein? Bei folgender Stelle Ja, Kontrollfeld nicht virtueller Da müsste ich PC. natürlich jetzt auch wieder ein bisschen lesen, so drüber. Haben Sie bereits früher einen Antrag nach dem Schwerbehindertenrecht gestellt? Okay, das ist ja oft so, man muss also bei Formularen, je komplexer es wird, oder erläuterungsbedürftiger, desto weniger kann man natürlich die Dinge kurz und knapp in einen Labeltext packen. Aber hier wäre vielleicht schon möglich, sowas wie Antrag bereits gestellt, Kontrollfeld aktiviert. Wäre schöner als nur Ja. Ja, Kontrollfeld nicht aktiviert. Ja, also, so. Bei Also folgender verstehe ich Stelle das richtig, Alexander, ganz kurz, dass wenn möglich, das Label so formulieren, dass ein Feld nur über das Label verständlich wird. Wo das geht, ist das auf jeden Fall zu bevorzugen gegenüber bloß so einem Ja oder Nein oder so einer Sache, wenn sich das machen lässt. Genau. Aber, das hast du ja auch schon gesagt, manchmal lässt sich das nicht verhindern bei wirklich komplexen Formularen. Es ist schon in Ordnung, wenn man auch von Screenreader-Nutzern erwartet, dass sie den Kontext mitlesen. Das gilt für die Sehenden ja auch. Ich könnte jetzt auch nicht einfach nur von Formularfeld zu Formularfeld springen und es ausfüllen. Ich muss den Text drumherum schon lesen, weil sonst würde ich wahrscheinlich was Falsches reinfüllen. So ist es, ja. dortiges Geschäftsaktenzeichen. Nein, Kontrollfeld nicht aktiviert. Name der antragstellenden Person. Vorname Eingabe. Geburtsname Eingabefeld. Geboren am Eingabefeld. So, jetzt haben wir hier ein geboren am
Mhm. Rechne jetzt mal mit einem Datumsfeld. Da steht jetzt nicht, in welchem Format man es eingeben soll. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein hier. Geburtsort Es Eingabefeld. scheint zu klappen. Geboren am Ja, genau, das funktioniert auch. Das heißt, ja. hier ist jetzt keine Validierung vorgenommen, wäre aber bei einem Vermutlich. Datumsfeld ratsam. Vermutlich ist keine vorgenommen, wobei ich habe jetzt ein korrektes Datum eingegeben. Aber ich gebe mal irgendeinen Blödsinn ein. 31. Mhm. September, irgendwas so. Geburtsort Und es geht sogar auch, wird nicht validiert. Ist vielleicht sogar ein Freitextfeld. Also ein ganz normales, Ja. gar kein Datumsfeld. Und würdest du, also Geburt- ist es eine Hilfe, wenn es validiert wird? Für dich auch? Oder ist es eher eine Blockade? Oder Also ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn eine Validierung stattfindet. Man vertippt sich ja dann doch mal und dann entsteht eben zum Beispiel irgendwie vielleicht versehentlich statt dem 13. ein 31. oder was auch immer da passiert. Und wenn das ein 31. September ist, es gibt natürlich Datumsangaben, die werden auch durch die Validierung nicht abgefangen, weil sie theoretisch korrekt sein können. Aber man hätte vielleicht ein bisschen eine Fehlerquelle ausgeschlossen da. Ja. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch ganz geschickt, wenn das Format des Datums mit im Label stehen würde, dass du Das wäre weißt. gut. Genau. Mhm. Wir haben es irgendwo gehabt, vielleicht kommen wir nachher noch drüber. Es gibt Ja. manchmal sogar ganz exotische Datumsformate. Da ist irgendwo gefordert Tag, Monat, Jahr, also Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig, am Stück ohne Punkt oder Bindestrich oder so. Und das ist ungewöhnlich. Da kriegt man dann eine Fehlermeldung und dann erst kriegt man das mitgeteilt, dass dieses Datumsformat so erwartet wird. Wenn es natürlich im Labeltext gleich steht, wäre es angenehm. Und wenn du dich noch ein bisschen weiter bewegst, bist du Staatsanwalt, auf die Straße, bis zur Steueridentifikationsnummer, PL, 11-stellig. und Eingabefeld. Moment, da war kurz etwas. Ja, Kontrollfeld nicht. Ja, Achso. Kontrollfeld nicht aktiviert. Eingabefeld. Also, jetzt haben wir bist denn du hier? dort und das ist letztendlich die Steueridentifikationsnummer. Wir haben wieder so ein ähnlicher Fall. Du kriegst aber das gar nicht mit. Du kriegst nur gesagt Eingabefeld. Eingabefeld, ja. Das ist jetzt eine Nummer, die eigentlich aus 11 Stellen bestehen sollte und für jede Ziffer ist ein Eingabefeld Und wenn man jetzt vorhanden. 1 eingibt, dann hüpft er aber nicht freundlicherweise ins nächste, so wie ich das manchmal kenne bei irgendwelchen Produktkeys, die man eingibt oder so, sondern man muss hier wirklich Eingabefeld. von Hand zur nächsten und kriegt nur Eingabefeld gesagt. Eingabefeld. Ja, sowas Ähnliches haben wir in einem anderen Beispiel, wo ein Tag abgefragt wird, irgendwie, also ein Datum auch, und der Tag zweistellig ist als 2 Eingabefelder realisiert. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch völlig unnötig aus meiner Sicht. Ja, und letztendlich eine Barriere, also weil Ja. Fehlerquelle, also man weiß nicht genau, wie man es einfüllen soll. Wenn der jetzt nur einziffrig ist, der Tag, fülle ich das jetzt gleich bei der ersten Stelle mit rein oder sowas. Und Genau. ähnlich hier auch. Ich glaube, es ist offensichtlich, also hier, was würdest du sagen? Macht es Sinn, so eine Zahl auf 11 einzelne Felder aufzuteilen bei der Eingabe? Oder wäre das geschickter, da nicht ein Zahlenfeld zu haben, das Ja, vielleicht auf 11 Stellen auf validiert 11, wird? das kann man ja machen, auf 11 beschränken, Mhm. sogar so, dass ich also bei der Eingabe versuche ich eine 12. Ziffer einzugeben, kriege ich so einen Ton, wie wenn man halt irgendwas falsch nutzt unter Windows, diesen Fehlerton, Mhm. und es geht einfach nicht weiter. Der Cursor hängt da hinten, hinter der 11. Stelle, kommt nicht voran, weil das Eingabefeld beschränkt ist. Lässt sich ja ohne weiteres machen. Das haben wir zum Beispiel oft bei den IBANs, 22-stellig oder so, oder maximal 26, weil es in der EU zum Teil anders ist. Und ja, also das lässt sich gut machen und ich sehe überhaupt keinen Grund, also auch so aus der technischen Sicht, aus der informationstechnischen, warum eine 11-stellige Zahl in einzelnen Digits, in einzelnen Stellen vorliegen soll. Wofür das irgendwie für eine Auswertung oder so gut sein soll, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, selbst für eine Weiterverarbeitung jetzt, also für eine Software-Weiterverarbeitung wäre das auch nicht ideal. Eben, weil Müsste jede man Software kann ja einen 11-stelligen String auch dann zerlegen bei Bedarf und so. Also da Genau, wüsste ich jetzt nicht. genau, Ja. genau. Mhm. Okay, ich glaube, dann springen wir weiter zu dem Ordner 03 und schauen mal rein, was dort drin 02. ist. 03 Text. Genau, Element bei Ansicht den List. Tags, also das ist jetzt immer noch nicht ganz barrierefrei, sage ich vorne raus, so als kleinen Spoiler, ja, aber es ist ja so, wir steigern uns, ja, wir steigern uns. Genau.
Und Genau. gehen jetzt Form. hin. Wo gehen wir hin? Ah, Ich da glaube, vielleicht genau. bei Wir dem haben jetzt Formblatt hier hatten wir angefangen. Formblatt, genau. Also da vielleicht ein Wort zu Dateinamen. Es ist immer schön, wenn die aussagekräftig sind. Also wenn ich irgendwo ein Formular zum Runterladen bekomme und dann heißt es Formblatt-8 und ich rufe das ein paar Stunden oder Tage später auf, kann es gut sein, dass ich mich nicht mehr erinnere, wozu dieses Formblatt 8 gehört. Also das ist auch immer hilfreich, Dokumenten auch aussagekräftige Namen zu geben. Jetzt sind wir also nun, Förderungsnummer Eingabefeld. wo sind wir da? Formblatt 8. BAVD Formblatt 8. Adobe Acrobat Reader 64 Steht Bit. auch nicht wirklich, was es ist. Förderungsnummer Eingabefeld. Förderungsnummer immerhin. Link zu den Hinweisen auf der Website Link. Ja, die sind Name Eingabefeld. ordentlich hier Vorname Eingabefeld. gezeigt. Geburtsdatum Eingabefeld. Geburtsort Genau. Eingabefeld. Wir können mal wieder auf das Datumsfeld Geburtstag. gehen Genau. und Mal irgendwas eintippen. Immer vorzugsweise was es nicht gibt, weil dann. Geburtsdatum Eingabefeld 30. Februar 2020. Ich habe festgestellt, die Sprachausgabe tut jetzt hier gescheit, ich habe nur 20 hingeschrieben, denn mehr geht nicht. Es ist ein Eingabefeld, das beschränkt ist auf 6 Zeichen, also tt.mm. und zweistellig J, aber es steht nirgends, jedenfalls nicht im Label. Warnung. JavaScript Fenster Dialogfeld. Ungültiger ist Datumzeit. Stellen Sie sicher, dass das Datum die Zeit tatsächlich existiert. Feld Geburtsdatum sollte mit dem Format übereinstimmend. Okay, Schalter. Hat er gesagt. Na, was war denn das am Ende mit dem hat er gesagt. Aha, da sind wir jetzt bei dem Beispiel. Es ist gar nicht TTMMJJ, wie ich erwartet hätte, so mit Punkt getrennt, Tag, Monat, Jahr, sondern er will haben Tag, Monat, jeweils zweistellig und dann das Jahr vierstellig, wie ich vorher gesagt habe, das ist das Beispiel, ohne Punkt oder Bindestrich oder so etwas. Und das ist sehr ungewöhnlich. Da ist von der Usability her, würde ich sagen, wird hier etwas, ein zusätzliches, Hindernis, etwas aufgebaut, was eigentlich so eine kleine Schikane ist. Man gibt eigentlich nie das Datum so ein, wenn man irgendwo Formulare ausfüllt von Hand, wenn man ein Datum hinschreibt. Es ist nicht DIN 5008 konform, Datumsschreibweise. Also das ist nicht gut. Und auch aus der Sicht der Datenverarbeitung nicht erforderlich. Es ist wahrscheinlich sogar leichter aus der Sicht der Datenverarbeitung, ein Datumstrennzeichen, ein übliches zu verwenden. Absolut, genau. Okay, jetzt sind wir ja schon bei einigen Negativbeispielen vorbeigekommen. Ich glaube, wir würden jetzt mal auf die positiveren Beispiele springen, sodass wir dann auch noch genug Zeit haben. Da greifen wir 1, 2 Sachen raus. Genau. Und bewegen uns 0. in den Ordner barrierefrei. Genau. Und da gehen wir mal auf den Antrag Form 17. TÜBAF.com. Antrag TÜBAF.com. Genau. Ach ja, auf das den. war, ja, genau, das war hier etwas aus Thüringen, erinnere ich mich, irgendwie von der Bank für Aufbau oder so etwas. Kundennummer, Eingabefeld. Virtuell. Langsam. Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemäß Richtlinie des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung zur Förderung der Barrierefreiheit. Adobe Acrobat Reader 64. Geballter Nominalstil. Und das ist jetzt hier die Dokumenttitelleiste. Also das ist schon mal korrekt. Ja, das wird auch ganz oft nicht gemacht, dass in den PDF-Eigenschaften, also Metadaten, dann auch wirklich ein Dokumenttitel vergeben wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann heißt dieser Fenstertitel da oben einfach genauso wie die Datei selbst. Aber hier haben wir einen schönen, ausführlichen, ja, so im Amtsstil, so Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars, ein bisschen so in dieser Art haben wir das hier. Und wenn ich von hier aus Tab drücke, bin ich in der Kundennummer. Und Vorhabensnummer, Eingabefeld. Name Firma. Ja, immer alles so. Rechtsform Eingabefeld. Postleitzahl, Straße, Haus, NR, Postfach, Eingabefeld. Bundesland, Eingabefeld. Landkreis, Eingabefeld. Gemeindekennziffer, Eingabefeld. Sehe ich jetzt momentan keinerlei irgendwie Schwierigkeiten. Der Antragsteller ist eine privatrechtliche Einrichtung, Auswahlschalter nicht aktiviert. 1 von 3. Sehr schön. Erstens, dass nichts vorab aktiviert ist, also nicht schon irgendwie vorausgefüllt. Man könnte ja sagen, ja, der Antragsteller ist in der Regel eher eine Privatperson und dann aktiviere ich das schon mal oder so. Nee, das ist hier noch nicht. Man muss es aktiv tun. Und wir kriegen bei diesen Optionsschaltern auch gleich angesagt, wie viele es gibt, nämlich 3. Und ich stehe gerade auf 1 von 3. Wenn ich Pfeiltasten drücke, könnte ich jetzt eine davon auswählen oder ich drücke Tab. Gründungs- bzw. Geburtsdatum. Und bin bei der nächsten Stelle, also im nächsten Formularobjekt, Gründungs- bzw. Geburtsdatum. Und kannst du kurz zeigen? Ja. Moment, bevor wir zum Geburtsdatum gehen, kannst du noch kurz
zeigen, wie du sowas aktivieren würdest bei diesen Der Optionsfeldern? Antragsteller ist eine privatrechtliche Einrichtung Auswahlschalter nicht aktiviert. 1 von 3. Der Antragsteller ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung Auswahlschalter aktiviert. 2 von 3. So, habe ich jetzt einfach Pfeil runtergedrückt und damit bin ich sowohl gleichzeitig auf 2 von 3 gesprungen, als auch aktiviert worden ist es an der Stelle. Wenn ich merke, oh Moment, ich wollte ja eigentlich 1. Der Dann Antragsteller gehe ich einfach Pfeil rauf um 1, dann bin ich wieder auf der 1 von 3 und habe die aktiviert. Hätte ich auch gleich haben können, statt Pfeil runter an der Stelle die Leertaste drücken, dann wird auch 1 von 3 gleich aktiv. Okay. Und wie kannst du dich dann vom Formularfeld zu Formularfeld bewegen? Du hast ja gesagt mit der Tab-Taste, aber es gibt auch noch andere Tastaturkürzel, oder? Also es gibt Screenreader abhängig, gibt es dann auch noch Tastaturkürzel. Es gibt eine ganze Liste. Gehe von einem Eingabefeld zum nächsten, gehe von einem Auswahlschalter, also so einem Optionsschalter, wie wir sie hier haben, zum nächsten, gehe von so einer Checkbox, ein Kontrollkästchen zum nächsten und von einem Button, also Schalter zum nächsten. Da gibt es so ein paar Kurztasten. Oder alternativ, wenn ich sage, ich suche auch vielleicht nach einem bestimmten Namen eines Formularobjekts, dann rufe ich die Liste aller Formularfelder auf, die es gibt. Ich könnte sie auch filtern, sagen, ich will nur Liste aller Eingabefelder, Liste aller Checkboxen und so. Also sowas hier. Okay. virtueller PC. Formular. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da hat man irgendwie gedacht, Zuschuss ja Eingabe. da gibt es irgendeins, das fängt irgendwie mit Z an, irgendwas mit Zuschuss. Und da muss ich bloß wie in jedem Windows-Listenfeld den Anfangsbuchstaben eingeben, also das Z, und schon bin ich hier. Also haben diese Listen auch manchmal so ihre Vorteile, die sie da ausspielen. Ah ja, ich sehe es. Wenn die Felder gut bezeichnet sind und wirklich nicht zwei gleiche Felder vorkommen, manche machen sich ja nicht die Mühe und benennen die Felder vernünftig, sondern benutzen dann immer dieselbe Quick-Info oder dasselbe Label. Aber wenn das schön unterschieden ist, dann hilft diese Liste ungemein. Okay, verstehe. Gut, dann springen wir jetzt zu dem nächsten Datumsfeld, wo wir ja... Gründungs- bzw. Geburtsdatum. Genau, da steht jetzt auch nichts dabei, ob man irgendein Format beachten muss. Ich mache wieder irgendeine Blödsinnseingabe. 31. Februar 1977 und drücke Tab. Internetadresse ein. Und stelle fest, dass nichts passiert. Also das ist wahrscheinlich ein ganz normales, gewöhnliches Textfeld. Gründungs- bzw. Geburtsdatum Eingabefeld. 31. Februar 1977. Lustigerweise tut die Sprachausgabe auch so, als könnte es dieses Datum geben. Also das 31. Februar, obwohl 31.02 dasteht, da ist die Syntax halt auch einfach. Also diese Art von tt.mm. Das wird einfach dann so ausgewertet da. Ja, und zumal es ja in Acrobat auch, also es gibt Standardvalidierungen, die man verwenden kann. Und bei Datumsfeldern gibt es das. Deswegen da einfach unser Tipp, möglichst die Standardvalidierung nutzen bei Datumsfeldern. Dann aber auch im Label angeben, welches Format dafür verwendet wurde. Im Normalfall ist es tt.mm. Und dann je nachdem, JJ zweistellig oder auch vierstellig. Oder vierstellig, genau. Und gerade jetzt hier bei so Geburtsdaten oder so etwas, da sind wir jetzt halt gerade in einer Phase, in einer Epoche, wo gut und gerne beides vorkommen kann. Da ist zweistellig nicht so gut, weil die vor und die nach 2000 Geborenen halt jetzt einfach alle da sind. Dann ist das irgendwie sicherer und auf jeden Fall eindeutig, wenn es vierstellig ist, das Jahr. Jetzt ist es ja so, und es ist hier auch optisch erkennbar, dass viele Formulare in Form von Tabellen aufgebaut sind. Ist es jetzt gut oder böse, grundsätzlich? Grundsätzlich ist es sehr gut. Unsere letzte Session hat sich ja der Tabelle gewidmet als solcher und da schon, also das ist auch immer das, was ich eigentlich überall sage, weil ich auch ein bisschen gegen so eine Meinung ankämpfen muss an der Stelle immer noch. Also Tabellen sind wirklich gut. Tabellen sind nicht das, oh je, das muss man den Blinden irgendwie auflösen oder so. Nein, es ist genau gut und zwar nur, aber allerdings dann, wenn die Tabellen auch richtig gemacht sind, richtig ausgezeichnet, definiert, was Zeilen, was Spalten, was Zellen betrifft. Und dann lässt sich da nämlich hervorragend drin navigieren und ich kriege auch gleich den Überblick und kriege angesagt oder in Brei angezeigt, dass ich zum Beispiel in Zeile 2 Spalte 5 bin oder so. Und ich glaube, wir haben ja auch so ein Beispiel, wenn du ein Stück weiter gehst, müssten wir 5 Spalten und 3 Reihen. Spalte 1, Reihe 1, Name. Da haben wir schon. Genau, das war jetzt natürlich Trick 17. Screenreader-Befehl, gehe zur nächsten Tabelle. Ja, also da gibt es eben, es gibt einfach für alles hier diese schönen Funktionen.
Und da haben wir nun also eine Tabelle, die hat Name. Tabelle mit 5 Spalten und 3 Reihen. 5 Spalten und 3 Reihen. Name. In der Vorname. Funktion. Telefon mit E-Mail-Adresse. Spalte. Das sind die 5 Spalten. Und Name 1 Eingabefeld. Name 2 Eingabefeld. Und 2, weil es 2 Vertreter einer juristischen Person sind oder so etwas. Woher weißt du steht drüber. Ja. Überschrift Ebene 3 gesetzliche Vertreter des Unternehmens, der eine. Genau, also das ist das. Ja. Genau. Also wie würdest du Name sagen, 1 ist Eingabefeld. das... Spalte 1, Reihe 2. Und dann höre ich ja, okay, das ist also, bin ich jetzt da. Name 2 Eingabefeld. Reihe 3. Und das ist eins tiefer. Ja, also Tabellen helfen da sehr, den Überblick zu bewahren, zu behalten oder zu bekommen. Hier sieht man jetzt, also optisch sieht es fast aus, als wäre das Ganze eine riesige Tabelle, aber umgesetzt ist es tatsächlich so, das haben wir gerade gehört, als der Screenreader gesetzliche Vertreter und so weiter vorgelesen hat, das war eine Überschrift. Das heißt, da wurden es wurde in einzelne Tabellen umgesetzt und zwar immer die inhaltlich zusammengehören, wie hier jetzt eine einzelne kleine separate Tabelle zu den gesetzlichen Vertretern. Und dann ist es gut handelbar. Genau. Okay. Gut, wir haben noch mehr Beispiele vorbereitet, aber ich würde sagen, wir öffnen jetzt mal die Runde und gucken auf die Fragen, die ihr habt. Stellt eure Fragen. Alexander wird sie beantworten. Alles rund um barrierefreie PDF-Formulare mit Screenreadern. Miriam, wie sieht es aus? Gibt es schon erste Fragen? Im F&A-Channel ist es noch ganz ruhig. Ich habe aber gerade im Chat gesehen, da wurde gefragt, ob wir uns noch so ein bisschen darauf fokussieren, wie korrekte Felder erzeugt werden können. Und ich weiß, es ist ein Riesenthema und nichts, was man mal kurz in 5 Minuten aufschlüsseln kann. Aber vielleicht können wir kurz skizzieren, was die wichtigsten Arbeitsschritte sind, um korrekte, gute Felder zu erzeugen. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher, oder ganz sicher, jetzt eher eine Frage an den Experten in Sachen PDF-Datei-Erstellung. Was ist das überhaupt für ein Format, dieses PDF? Was steckt da alles drin? Also da gebe ich gerne ab. Zunächst mal ergänzt dann auch das eine oder andere, wenn es nötig ist. Ich glaube, gibt es noch andere Fragen, die direkt zu der Screenreader-Nutzung sind? Und dann, Webinar. Wir müssen nämlich dann den Bildschirm wechseln. Dann kann ich dann auch mal kurz was zeigen. Aktuell sehe ich keine Fragen. Wir können aber gern, während du die Arbeitsschritte zeigst. Ach doch, es meldet sich jemand. Dann warten wir ganz kurz. Kommt nichts. Bitte die Frage einfach in den F&A-Channel stellen, dann kann ich die Frage weitergeben. Okay, das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mal kurz genau diese Stelle an mit diesen Optionsfeldern, die Alexander vorgeführt hat. Ich wechsle mal kurz zu meinem Bildschirm. Und da kann ich jetzt einige Dinge daran erklären. Es müsste jetzt mein Bildschirm zu sehen sein, genau mit diesem Formular. Und ich habe jetzt ein bisschen reingezoomt, sodass alle das besser sehen können. Links ist diese unsichtbare Tag-Struktur, die vorhanden sein muss, damit ein PDF-Formular barrierefrei sein kann. Das ist so eine Grundanforderung an barrierefreie PDFs überhaupt, dass die Tags vorhanden sind. Die Tags bilden die Inhalte alle relevanten Inhalte eines PDFs in der richtigen Reihenfolge mit der angemessenen Semantik. Also das heißt, es wird noch was Zusatzinformationen zur Rolle der einzelnen Inhaltselemente, was für ein Formularfeld es ist, beispielsweise bei Formularfeldern. Und das Interessante ist, dass auch die logische Reihenfolge wird auch über diesen Tagbaum festgelegt. Wir haben ja am Anfang Beispiele gehört, die das nicht hatten, die keine Tags hatten. Dann rät der Reader, der Acrobat, muss dann raten, Moment, was habe ich denn hier und in welcher Reihenfolge? Und da haben wir gesehen, dass unmögliche Dinge rauskommen, also sie sind nicht verlässlich, letztendlich sind sie nicht ausfüllbar und nutzbar.
Und das heißt, achtet darauf, dass ihr diese Textebene habt und dass es in der richtigen Reihenfolge ist mit der richtigen Semantik. Jetzt schauen wir uns mal ein einzelnes Feld an. Natürlich, ihr kennt bestimmt alle diese Funktion, interaktive Felder anzulegen in einem PDF. Das ist natürlich die zweite Grundvoraussetzung. Ja, und diese Felder müssen dementsprechend im Tagbaum referenziert sein. Wie sieht es dann aus, gekennzeichnet sein? Und das schauen wir hier uns einmal ganz kurz an. Ich mache noch einmal ganz kurz zu. Wir haben hier jetzt den Sonderfall, dass wir tatsächlich 3 Optionen haben. Also als Text steht hier, der Antragsteller ist, und dann gibt es 3 Optionsfelder. Und Optionsfelder legt man, also sind normalerweise eine Liste, wenn man ja mehrere Optionen hat. Und dementsprechend legt man auch eine Listenstruktur für diese Felder an. Hat dann den großen Vorteil, dass Alexander oder der Screenreader-Nutzer oder die Screenreader-Nutzerin von vornherein schon mitbekommt, wie viele Optionen dann auch vorhanden sind. Und das heißt, ein Nutzer, eine Nutzerin, die sich nicht visuell orientiert, bekommt einfach die visuelle Struktur in nicht visueller Form kommuniziert. Klingt jetzt total geschwollen, aber einfach das Layout, so wie wir uns visuell orientieren würden, optisch orientieren würden, das muss natürlich maschinenlesbar hinterlegt sein. Und die angemessene Form hier für dieses Element wäre eine Liste. Das heißt, wir haben hier den Listencontainer. Es gibt dann eine Beschriftung, also das ist die Caption, auch wieder die angemessene Semantik. Dort haben wir den Antragsteller ist, also diesen Text verpackt. Man kann es nämlich sehen, hier ist der Inhalt drin. Die Caption hat hier jetzt noch einen Absatz, weil das einfach nur aus einem Absatz besteht. Und dann gibt es die 3 Listeneinträge, das sind die jeweiligen Optionsfelder mit ihrem Label, mit dem sichtbaren Label einerseits. Und es gibt immer für jedes Formularfeld, also die sichtbaren Label, das kennt ihr, das ist normalerweise der Text, der in der Nähe, möglichst nahe an ein Formularfeld dran gepappt ist, also der direkt daneben steht. Und alle Sehenden orientieren sich daran, was sie dann ankreuzen sollen oder was sie einfüllen sollen. Und die Best Practice bei Formularen ist tatsächlich, dass dieses textliche Label auch tatsächlich als Label getaggt ist, ausgezeichnet ist. Das heißt, es gibt extra das Strukturelement-Label. Und hier in diesem Fall haben wir jetzt, bei einem Textfeld wäre das dann einfach ein Absatz, ohne dieses L-Body, aber dadurch, dass wir in der Listenstruktur sind, gibt es hier jetzt den eigentlichen Inhalt zu dem Label und das ist das Formularfeld. Und ein Formularfeld besteht immer aus dem Strukturelement Form, also der englische Begriff für Formularfeld, und einer Objektreferenz, die genau dieses interaktive Formularfeld referenziert. Und lieber Markus, hast du die Möglichkeit, den Tagbaum ein bisschen größer darzustellen? Okay, also jetzt ich kann auch sagen, hatte ich natürlich, als Gast können Sie immer reinzoomen, indem Sie Steuerung gedrückt halten und mit dem Mausrad habe ich rollen. natürlich. Neben dem Namen, wenn man den Namen Markus Erle anklickt, erscheint auch ein Minus und ein Pluszeichen. Und auf dem Pluszeichen kann man dann auch mit der Maus ranzoomen. Und dann gedrückte rechte Maustaste dahin zoomen im Bildausschnitt, wo man möchte. Das wäre noch eine andere Option. Wie ging das jetzt, Mirjam? Also für uns als Zuschauende geht das, indem man neben dem Namen, da erscheint so ein Minus- und Pluszeichen. Da können die Zuschauer selber reingucken. Genau. Ich weiß, ich kann auch hier das zeigen. Jetzt bin ich, Sekunde, ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich die Bildschirmlupe aktiviere. Das versuche ich ganz kurz. Okay. Genau, die ist hier aus. Dann gehen wir doch da mal rein ein. Und das ist nämlich, die Windows-Taste und Plus. Ja, genau. Die Windows-Taste, das ist natürlich gut. Welches war das jetzt hier? Opt-Start. Probieren wir mal aus. Das macht er jetzt trotzdem nicht. Noch ein versuchen, sonst mache ich so weiter. Nee, irgendwie tut das nicht. Okay.
Ich check das bis zum nächsten Mal. Bitte zoomt selber gerade rein. Bei der nächsten Session habe ich das dann parat. Das sehe ich ja ein. Das ist wirklich sehr klein hier in diesem Tagbaum. Es ist wohl Windows und die Taste Plus würde helfen anscheinend. Jetzt habe ich es. Wunderbar. Und jetzt gehen wir hier rüber und jetzt sehen wir nämlich genau hier im Strukturbaum, wir sehen hier nochmal den Listencontainer. Ich mache das nochmal kurz zu. Wir sehen die Caption, das ist nämlich der Antragsteller ist. Und dann haben wir die einzelnen Listeneinträge. Und das Entscheidende ist, also das Label ist als Label gekennzeichnet, hat diese Semantik. Und wir haben hier immer dieses Formularelement, in diesem Fall das Optionsfeld mit einem Formtag als Formular gekennzeichnet. Und der eigentliche Inhalt dieses Formtags ist immer die Objektreferenz auf dieses interaktive Element. Und ein Screenreader, der liest dann immer vor, der weiß dann, dass es ein Formularfeld ist. Und auf Basis der Objektreferenz weiß er auch, was es für ein Formularfeld ist. Es gibt ja nur ein bestimmtes Set an Formularfeldtypen. Und deswegen kann er sagen, dass das ein Optionsfeld ist, auch wenn das jetzt hier nicht direkt in der Struktur ist. Es ist in der Objektreferenz quasi integriert. Ist das die Antwort drauf? Natürlich können wir jetzt nicht hier einen Formularkurs übrigens kann man bei uns buchen, gibt es auch. Dann gehen wir da im Detail darauf ein, sondern es war jetzt nur mal kurz gezeigt, was denn von technischer Seite aus so ein barrierefreies Formular ausmacht. Also es müssen die Tags vorhanden sein. Wir können einmal noch ganz kurz auf ein einfaches Feld gehen. Ciao. Ja, genau, das ist nämlich hier die Internetadresse. Dann sieht man hier, hier ist es jetzt ein einfaches Textfeld, in dem Fall die Internetadresse des Labels. Aber das Textfeld, es sieht ganz ähnlich aus wie das Optionsfeld. Also es gibt dort einfach den Formtag mit der Objektreferenz. Okay. Super. Ich glaube, es war ein erster Einblick auf jeden Fall. Ich gebe wieder zurück an Alexander und wir haben vielleicht noch ein paar Fragen zur Screenreader-Nutzung mit barrierefreien PDFs. Genau, eine ganz allgemeine Frage, gibt es auch einen Reader für Mac? Den gibt es auch, beziehungsweise, also Screenreader, muss man sagen, gibt es ja sowieso in Betriebssystemen bereits integriert. Inzwischen Betriebssysteme haben ihn an Bord. Auch Windows, der ist allerdings noch nicht so gut. Bei Apple-Betriebssystemen, also macOS, iOS, iPad und watchOS, da ist er an Bord. Da gibt es auch keine irgendwie kommerziellen oder so zum Nachinstallieren, sondern da ist es das von Apple, heißt dort VoiceOver. Funktioniert noch nicht in allen Details so richtig gut zusammen mit den PDF-Betrachtern, wie das unter Windows der Fall ist. Ja, genau, das dazu. Okay. Martin Hinterdorfer bedankt sich erstmal für den tollen Überblick über die Barrieren. Das gebe ich natürlich sehr gerne einfach so direkt weiter und fragt, ob es für Screenreadende an sich eine bessere Lösung ist, beziehungsweise wäre dort, wo es möglich ist, statt auf PDF direkt in Webformularen mit entsprechender Struktur, korrekte Tab-Reihung und Labels etc. zu bleiben. Ja gut, also ein Webformular, wenn sowieso der Workflow so ist, dass man sich irgendwie online wo anmelden kann, ist also ganz unabhängig von der Barrierefreiheit halt sicher ganz schön. Man muss kein PDF, sei es herunterladen, sei es in irgendeinem Browser mit so einem Plugin oder so öffnen. Also das kann schon eine gute Lösung sein, wie es das ja seit Jahren gibt, eh und je irgendwo Formulare als Teil der Website selber, also HTML, PHP und so alles diese Sachen zu realisieren. Aber in vielen Situationen ist es halt so, ob jetzt in irgendeinem Firmenintranet oder sonst irgendwo, wo man halt gerne solche Anträge und dergleichen verteilt mit Download und Upload, da ist doch PDF das Mittel der Wahl. Hey. Die nächste Frage bezieht sich, genau, als du noch
im Formular selbst drin warst, Alexander. Woher kommt bzw. kam das modale Fenster Formularfeld auswählen? Was wird angezeigt? Der Formularfeldname oder der Formularfeldtitel? Dieses Fenster, das war also eines vom Screenreader selbst, diese Liste der Formularobjekte. Und ja, was wird angezeigt? Es ist die Quick-Info. Es ist wirklich das Label, ja, genau. Es ist das Label, das man für ein bestimmtes Formularfeld hinterlegt hat. Und die Grundregel besagt, dass man normalerweise, wir erstellen ja auch barrierefreie Formulare, also wir haben ein ganzes Team an Leuten, die das machen. Und die Grundregel ist immer, bilde das sichtbare Label, das, was als Label dasteht, fülle damit die Quick-Info des Formularfelds, sodass das 1:1 ist, Equal Access, gleichwertiger Zugang für Sehende und Nichtsehende. Und das wird dann vorgelesen. Und das ist das, was Alexander in seiner Liste angezeigt bekommt. Und nicht also den Formularfeldname, weil das haben wir vorher in der Liste gesehen, dort wo dann, wo es keine Labels gab, keine Quick-Infos hinterlegt. Ich erinnere kurz, das war das Formular von 1860 München, das Mitgliedsformular. Dort wurde dann immer nur angezeigt, nicht beschriftet oder sowas, wurde da dann gesagt. Ja? Also da wurde dann auch nicht der Formularfeldname genannt. Und das heißt, es ist ganz wichtig, also hier in der Frage sagt man, wurde das Formularfeldtitel genannt. Das hängt ein bisschen von der Software ab. In Acrobat heißt es die Quick-Info oder auch in der PDF-Spezifikation. Das ist dass man das einem Formularfeld dort ergänzen kann. Das kann natürlich in der Benutzeroberfläche bei den einzelnen Programmen anders heißen. Aber das wäre quasi das Label. Richtig, es ist das Label, das technisch mit diesem Formularfeld verbunden ist. Weitere Frage, muss ich, um die Formularfelder zu prüfen, einen Screenreader nutzen oder kann ich auch über PAC prüfen lassen? Ja, das ist eine tolle Frage. Es ist jetzt ein bedingtes Ja, dass man mit PAC auch prüfen kann. Man kann da eine schnelle Prüfung durchführen und zwar dann mit der Screenreader Preview. PAC hat ja eine Screenreader Preview. Und es ist dann aber natürlich nicht der vollwertige Ersatz, aber es gibt schon mal einen guten Hinweis. Wir können das ja einmal kurz, Sekunde, dann zeige ich noch mal kurz meinen Bildschirm und wir nehmen gerade mal dieses Formular mit hinein, was wir uns gerade angeschaut haben. Dann kriegt man da einen ersten Hinweis. Das war ja dieser Antrag. Sekunde, ich übertrage das nochmal. Ganz kurz. Man müsste jetzt wieder meinen Bildschirm sehen. Ja. Ich gehe jetzt zu PAC. Ich habe schon das Formular reingezogen. Hat hier natürlich von den technischen Anforderungen keine Fehler. Also alle Haken grün, aber wir wissen ja immer noch mal die manuelle Prüfung durchführen und eine schnelle manuelle Prüfung ist mithilfe der Screenreader Vorschau. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, dass man die Struktur des Dokumentes sieht. Man kann hier die Reihenfolge prüfen und es ist sehr schön erkennbar hier, das ist nämlich das sichtbare Label. Ja, es ist auch semantisch mit dem Label angelegt. Und im Formularfeld selber hier wird immer die Quick-Info gezeigt, also das technisch verbundene Label. Und so kann man hier sehr schnell sehen, Moment, macht es Sinn? Ist da jetzt was Richtiges, steht da was Richtiges drin oder nicht? Und eine kleine Einschränkung ist es leider bei den Optionsfeldern, weil das technisch irgendwie so zu schwierig wäre. Dort sieht man leider das nicht. Deswegen da muss man dann schon richtig also es gibt dann zum Beispiel Access PDF oder in der Demo-Version
wo man sich das anschauen kann und wo man richtig das Label, das technische Label angucken kann. Da ist Peg natürlich als Gratis-Tool ein gutes Helferlein, aber kann natürlich nicht so arg in die Tiefe gehen. Kurz und gut, ersten Eindruck kriegt man auch mit Peg und kann das prüfen. Es ersetzt aber nicht eine Screenreader-Prüfung, ja, oder eine Qualitätssicherung. Es ist keine finale Qualitätssicherung. Da muss man auf alle Fälle nochmal ein Tool so wie Access PDF einsetzen oder dann auch tatsächlich mit einem Screenreader sich das nochmal anhören, damit auch die Usability-Faktoren, ist es wirklich bedienbar? Ja, und deswegen ist so eine Session wie jetzt heute mit Alexander natürlich wahnsinnig wertvoll, weil es geht zum einen um die Accessibility, um die Barrierefreiheit, dass technisch alles wirklich zugänglich ist, auch für Software bedienbar, dass es mit dem Screenreader funktioniert, dass die Reihenfolge richtig ist und so weiter. Aber es geht auch um die ganzen Usability-Faktoren, die wir schon gesehen haben, jetzt bei diesen verschiedenen Datumsfeldern und dass man das Datumsformat schon mit dem Label angibt und so weiter. Das sind Usability-Faktoren. Und die müssen natürlich genauso berücksichtigt sein. Nur dann können wir wirklich eine inklusive digitale Welt verwirklichen und dann nur dann herrscht wirklich Equal Access, so wie wir das haben wollen. Gut. Weitere Fragen? Es sind noch ganz viele Fragen reingekommen oder einige Fragen. Ja. Wir werden wahrscheinlich gar nicht alle aufgreifen können. Du wirst, Markus, nachher bestimmt noch ein Wort drüber verlieren, wo übrig gebliebene Fragen und Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Ja, ich sehe gerade eine, Miriam, die ist noch ganz spannend. Und zwar, wie werden digitale Signaturen vorgelesen? Was wir uns nicht angeguckt haben, Alexander, das war, vielleicht kann man da ganz kurz noch reingehen. Weißt du noch, welches Formular das war mit der Unterschrift und dem nur lesen Feld? Weil das zeigt nämlich, muss ich gerade überlegen, welches war das? Könnte das, war das SEPA-Lastschriftmandat? Ja, ich glaube, das war das SEPA-Lastschriftmandat. Vielleicht kannst du da kurz reingehen. Ich sage noch kurz was dazu. Und zwar, also, wir kommen gleich noch zu digitalen Signaturen. Jetzt sind wir erstmal noch bei den analogen Signaturen. Das heißt, man muss von Hand unterschreiben. Und da ist jetzt das Problem, dass ein Screenreader-Nutzer erstmal überhaupt nicht mitkriegt, Moment, gibt es da jetzt ein Unterschriftenfeld? Soll er da von Hand unterschreiben oder was oder wie? Und da gibt es eine gute Lösung. Genau, die schauen wir uns kurz an und dann gehen wir noch auf die digitalen Signaturen ein. Genau, also ganz oft ist es so, wir haben es ja vorher gesagt, gut, Dokument ausfüllen. Es hilft sehr, wenn man das am PK, wenn man das tatsächlich am PC schon kann oder an einem digitalen, an einem IT-Gerät irgendwie. Und Ort, Datum TT, JJJ Eingabefeld. Das ist zum Beispiel sehr schön gemacht hier, ein Datumsfeld, Ort und Datum in einem. Also hier kann gar keine Validierung stattfinden natürlich, da kommt auch Text rein. Aber es wird ein Vorschlag gemacht, wie das Format sein soll. Und als nächstes Ort, Datenschutzerklärung, www, Kassenzeichen und oder Finanzadresse Eingabefeld. Name der natürlichen Name Ansprechpartner. Kassenzeichen und Name der natürlichen juristisch. Dies Unterschrift Eingabefeld nur lesen. So, und das letzte Feld ist das Unterschriftseingabefeld. Aber mein Screenreader teilt mir schon mit, dass ich hier nichts werde eintragen können. Eingabefeld nur lesen. Read only, schreibgeschützt. Das ist ein Eingabefeld, das ich nicht befüllen kann. Und das sagt mir dann, okay, also Unterschrift. Manchmal steht noch dabei, Dokumente, die zum Beispiel unser Haus verlassen, da würde jetzt dabei stehen, Unterschrift bitte händisch eintragen. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich ein nützlicher Hinweis, dann ist es ganz deutlich. Aber es ist schon mal wichtig, dass man irgendwie kommuniziert, hey, es muss noch unterschrieben werden. Genau. Jetzt die andere Frage, wie sieht es mit digitalen Signaturen aus? Was ist da deine Erfahrung, Alexander? Ihr Mikrofon ist nicht stumm geschaltet. Mit digitaler Signatur, das gibt es ganz selten. Mir ist nicht bekannt, dass man das mit PDF barrierefrei hinkriegt. Also diese Werkzeuge, die es dafür gibt, auch sonst so zum Kommentieren und zum Anmerkungen an den Rand tun, aber eben auch zum Unterschreiben, zum Digitalen. Im Web gibt es ja durchaus solche Dinge, wo man zum Beispiel vielleicht seinen elektronischen Personalausweis nutzen kann und ein zugehöriges Lesegerät oder die App. Und da funktioniert das dann auch mit dem sich ausweisen. Aber digitales Signieren sonst ist mir bisher noch nicht in einer für mich wahrnehmbaren Form untergekommen. Kann daran liegen, dass es so selten vorkommt. Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Also es gibt Lösungen, also das eine ist so, das digitale Signaturfeld ist erstmal ein ganz normales Formularfeld.
Wenn es in der Struktur drin ist, kann es angesprungen werden. Der Nutzer bekommt mitgeteilt, hey, digitales Signaturfeld. Und jetzt kommt es, das Entscheidende ist, was danach kommt. Es gibt ganz wenige Anbieter digitaler Signaturen, bei denen der Prozess des digitalen Signierens barrierefrei, also das heißt screenreader-tauglich in diesem Fall ist. Das ist jetzt hier die Barriere, das ist die Einschränkung. Die meisten sind es nämlich nicht. Und da müsste man dann halt einen auswählen, der das kann. Das heißt, Bedingung Nummer 1 ist, dass das digitale, das Feld zum digitalen Signieren, dass das Teil des Tech-Baums ist. Jetzt gibt es aber auch den Prozess, manche zerstören den Tech-Baum, manche Lösungen zum digitalen Signieren und dann bringt es natürlich auch wieder nichts zum Ausfüllen. Das heißt, man kann es nicht mal ausfüllen, weil alles weg ist. Das heißt, das ist dann so eine Sache. Oder wenn es dann aber drin ist und aufrufbar ist über den Screenreader, dass der Prozess des digitalen Signierens selbst barrierefrei ist. Also das ist leider noch nicht so, wie man es sich wünschen würde. Wir haben jetzt schon kurz die Zeit überschritten. Ich sehe, die Fragen, die kamen alle zum Ende herein. Das ist super. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wir werden auf alle Fälle, ich habe gesehen, es gibt viele Fragen zur Umsetzung. Wir haben ja dieses Webinar, haben wir jetzt besonders darauf ausgerichtet, Moment, wie hören sich denn Barrieren für einen Screenreader-Nutzer an? Das war gar nicht so vorgesehen, dass wir zeigen, wie man es dann umsetzt. Ich glaube, da könnten wir mal eine Ask the Expert Session machen. Ich weiß nicht, wir könnten natürlich auch ein bisschen hin und her schieben und wir überlegen, ob wir das nicht im November dann dran schließen, weil wenn wir das jetzt schon so waren, dann könnten wir da auch die Fragen aufgreifen, die hier jetzt liegen geblieben sind. Aber es gibt auch die Community bei uns auf der Webseite, dort die Fragen stellen. Dann werden die passenden Experten, die das beantworten können, werden es dann schriftlich beantworten. Also das ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht kann einer von euch noch kurz den Link reinhauen. Und was wir auch noch sagen wollen zum Ende hin, es gibt ja jetzt seit kurzem auch den Access Newsletter, wo immer die neuen Sessions angekündigt werden, wo es auch Tipps für die Umsetzung gibt, wo man erfährt, wenn es wieder eine neue Version der Software gibt und so weiter, vieles mehr. Auch Schulungen sind dort angekündigt, kostenlose Schulungen. Wir machen ja immer wieder auch kostenlose Schulungen. Und wer da auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, tragt euch ein. Jochen hat gerade den Link gepostet zu dem Newsletter. Ich fand super, dass ihr dabei wart, dass ihr euch so rege beteiligt habt, zumindest zum Ende hin. Das ist schon super. Also ganz viele Fragen, die gehen jetzt nicht verloren. Wir werden es auch nochmal auswerten, aber postet eure Sachen bitte auch dort in der Community. Und versprochen, wir werden auch eine Umsetzer-Session machen zu barrierefreien Formularen, wo wir dann, ja, machen entweder ich oder einer unserer Kolleginnen, direkt zum Thema, ja, Moment, wie setze ich das denn um, das barrierefreie Formular? Jetzt haben wir gehört, was denn für Anforderungen erforderlich sind. Und es war eine spannende Session. Vielen Dank dir, Alexander. Alexander wird ganz sicher wiederkommen. Wir arbeiten ganz viel mit Alexander zusammen. Und das ist immer so hilfreich und nützlich, einfach aus der Nutzerperspektive immer wieder zu sehen. Wir lernen jedes Mal wieder was dazu. Und ich hoffe, ihr auch. Schöne Restwoche und bis bald. Danke euch. Herzlichen Dank euch allen.